Stell dir vor, dein Auto bleibt nachts auf der Autobahn stehen. Regen, kein Empfang. Und du denkst nicht, wen kann ich anrufen? Du denkst, ich krieg das hin. Oder du liegst krank im Bett. Du bräuchtest Hilfe. Und trotzdem sagst du, alles gut, wirklich. Wenn du so reagierst, dann bist du sehr wahrscheinlich nicht einfach stark. Dann hast du etwas gelernt, das dich heute schützt und gleichzeitig langsam auslaugt. Und in einer Minute wird dir klar, warum sich um Hilfe bitten für manche Menschen nicht wie eine Option anfühlt, sondern wie ein Risiko. Vielleicht erkennst du dich in einem Satz wieder, ich will niemandem zur Last fallen. Klingt erwachsen, klingt vernünftig, fast schon edel, aber psychologisch ist das oft kein Charakterzug. Es ist ein Reflex, den man nicht mit 40 lernt, sondern viel früher. Heute geht es um Generation X, grob, geboren zwischen Mitte der 60er und Ende der 70er. Die Leute dazwischen, zwischen Boomern und Millennials, die selten große Reden halten, die funktionieren, die im Chaos oft am ruhigsten bleiben. Und jetzt kommt die erste Frage, die unangenehm ehrlich ist. Warum können genau diese Menschen für alle da sein, aber nicht mal für sich selbst um Hilfe bitten? Zweite Frage. Warum fühlt sich Hilfe für viele Gen Xer nicht nach Unterstützung Kaulitaten an, sondern nach Schuld? Und dritte, warum ist ausgerechnet Unabhängigkeit manchmal nur ein anderer Name für Angst? Bleib dran, denn gleich zeige ich dir den unsichtbaren Moment, in dem dieses Muster entsteht. Und wenn du den siehst, verstehst du plötzlich auch deine Beziehungen, deinen Stress und diese stille Erschöpfung, die niemand bemerkt. Kapitel 1. Der Schlüssel um den Hals. Stell dir ein Kind vor, 8 Jahre alt. Ein Schlüssel hängt an einer Schnur um den Hals. Nicht, weil das cool war, sondern weil es nötig war. Die Tür geht auf und dahinter ist Stille, kein Wir. Wie war's? Kein Hast du Hunger? Nur ein Flur. Und irgendwo das Summen vom Kühlschrank. Und das Kind lernt etwas, ohne dass es jemand ausspricht. Wenn du etwas brauchst, musst du warten. Wenn du ein Problem hast, löst du es erstmal allein. Nicht dramatisch, nicht heroisch, einfach Alltag. Und jetzt kommt der Punkt, den viele unterschätzen. Das Gehirn eines Kindes macht aus Alltag Regeln. Nicht mit Worten, mit Gefühlen. Wenn niemand da ist, wenn du Hilfe brauchst, dann entsteht nicht nur Selbstständigkeit. Dann entsteht auch ein kleines, stilles Versprechen. Ich frage nicht, dann tut es weniger weh. Und hier wird's spannend. Viele denken, das sei Stolz, aber Stolz kommt später. Am Anfang ist es etwas anderes. Am Anfang ist es eine sehr frühe Form von Selbstschutz. Und gleich wirst du sehen, wie daraus ein Erwachsener wird, der alles allein trägt und es niemanden merken lässt. Kapitel 2. Sei nicht anstrengend. Jetzt zoom mal rein in eine typische Szene. Du bist als Kind müde, du hast Angst oder du bist traurig. Du gehst zu einem Elternteil und du siehst schon im Gesicht, heute nicht. Nicht, weil sie dich nicht lieben, sondern weil sie überfordert sind. Arbeit, Finanzen, Stress, manchmal Alkohol, manchmal ihre eigenen unverheilten Themen. Du sagst etwas und du bekommst nicht unbedingt eine Antwort. Du bekommst ein Geräusch, ein Seufzen, ein Jetzt nicht, ein Stell dich nicht so an, ein Mach kein Drama. Mach. Und das ist der Moment, den viele bis heute falsch erinnern. Sie sagen später, meine Eltern waren halt streng. Oder so war das damals. Oder ich hab's überlebt. Ja, du hast es überlebt. Aber dein Nervensystem hat dabei eine Gleichung gelernt. Bedürfnis aus Gefahr. Gefühl, Belastung. Frage, Risiko. Und hier kommt die zweite Überraschung. Gen X hat oft nicht gelernt, dass Hilfe etwas Warmes ist, sondern dass Hilfe etwas ist, das man verdienen muss. Du darfst etwas brauchen, wenn du vorher brav warst, wenn du nicht störst, wenn du es wirklich brauchst, wenn du dich schämst, während du bittest. Und genau deshalb klingt Gen X heute manchmal so, ach, ist schon gut, muss nicht, passt schon. Das sind nicht nur Wörter, das sind Schutzmechanismen in kleinen Sätzen. Und gleich kommt der Teil, der noch tiefer geht. Warum sich Hilfe für viele Gen Xer nicht nur peinlich anfühlt, sondern wie eine Schuld, die man zurückzahlen muss. Kapitel 3.
Hilfe fühlt sich wie Schuld an. Stell dir vor, du bist erwachsen, du hast ein Problem und du überlegst, jemanden zu fragen, und in deinem Kopf läuft nicht nur, kann er? Da läuft ein ganzer Film. Ich störe, ich bin schwach, ich sollte das allein können. Oh, ich schulde etwas. Der andere wird es mir irgendwann vorhalten. Ich verliere Respekt. Das ist nicht logisch, das ist Scham. Scham ist wie ein Türsteher. Sie steht an der Tür zu deinen Bedürfnissen und sagt, du kommst hier nicht rein. Und das Krasse ist, Scham fühlt sich an wie Moral, wie Anstand, wie ich will nicht nerven. Aber in Wahrheit schützt sie dich vor einem alten Gefühl, dem Gefühl abgewiesen zu werden, wenn du dich zeigst. Viele Gen Xer haben früh erlebt, wenn du etwas brauchst, bist du zu viel. Oder du musst es dir verdienen. Oder du wirst dafür kritisiert. Also wird Hilfe im Kopf zu etwas Gefährlichem. Nicht, weil Hilfe gefährlich ist, sondern weil Verletzlichkeit früher gefährlich war. Und jetzt kommt der Twist, der fast immer die Augen öffnet. Gen X bittet nicht um Hilfe, aber sie helfen ständig anderen. Kennst du das? Du bist der Mensch, der auftaucht, wenn es brennt. Du reparierst, du organisierst, du fängst andere auf. Du trägst Kisten, Probleme, Krisen. Und trotzdem kannst du keinen Satz sagen wie, kannst du kurz für mich da sein? Warum? Weil helfen Kontrolle ist. Helfen ist aktiv. Helfen bedeutet, du bist der Starke. Du bist nicht ausgeliefert. Um Hilfe bitten bedeutet das Gegenteil. Du gibst Kontrolle ab. Du zeigst eine Stelle, an der du nicht alles im Griff hast. Und genau da beginnt das Unbehagen. Und gleich zeige ich dir, warum Gen X so oft kompetent wirkt und gleichzeitig innerlich immer mit dem Schlimmsten rechnet. Kapitel 4: Die Kontrolle, die nie ausgeht. Wenn du als Kind oft auf dich gestellt warst, entwickelst du etwas sehr Wertvolles. Du wirst handlungsfähig, du lernst, ich finde einen Weg, ich improvisiere, ich mache Plan B und wenn Plan B nicht geht, mache ich Plan C. Das ist ein Geschenk und es hat Gen X weit gebracht. Aber hier kommt die Kehrseite, die, über die niemand spricht. Wenn dein Gehirn gelernt hat, dass Hilfe unsicher ist, dann wird Kontrolle zum Ersatz für Sicherheit. Du kontrollierst nicht Menschen, du kontrollierst Möglichkeiten, du kontrollierst Risiken, du kontrollierst dich selbst. Und das sieht von außen so aus, der ist so ruhig, die ist so stabil, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ihn aber innen läuft oft ein leiser Alarm. Was, wenn, falls, nur zur Sicherheit. Und jetzt wird es persönlich. Hast du dich schon mal dabei erwischt, dass du entspannen willst und es geht nicht? Du sitzt da, alles ist okay und trotzdem bleibt dein Körper gespannt. Weil Ruhe für dein Nervensystem nicht Frieden bedeutet. Ruhe bedeutet, du gibst den Griff locker. Und früher war genau das der Moment, in dem etwas schiefgehen konnte. Und hier kommt der Moment, der viele trifft. Wenn du nie um Hilfe bittest, dann bittest du irgendwann deinen Körper. Kopfweh, Magen, Schlaf, Rücken, Herzrasen. Diese Müdigkeit, die nicht von zu wenig Schlaf kommt, sondern von zu viel Verantwortung. Und jetzt kommt die Frage, was kostet dich dieses Muster wirklich? Nicht nur Energie, nicht nur Gesundheit, auch Nähe. Denn Nähe bedeutet, jemand sieht dich. Und gesehen werden bedeutet verletzlich sein. Und verletzlich sein war für viele Gen Xer nie romantisch. Es war riskant. Und gleich kommen wir zu dem Punkt, an dem das Ganze kippt, warum du dich manchmal einsam fühlst, obwohl du von Menschen umgeben bist. Kapitel 5: Einsamkeit in guter Verpackung. Gen X ist oft umgeben von Leuten, Kollegen, Familie, Freunde. Und trotzdem gibt es dieses Gefühl, ich bin irgendwie allein damit. Nicht, weil niemand da wäre, sondern weil du dich nicht traust, die Tür wirklich zu öffnen. Du zeigst Leistung, du zeigst Humor, du zeigst Ironie. Gen X benutzt Ironie oft wie ein Schutzschild. Ein trockenes Ach egal, ein Lachen, bevor es weh tut, weil Abstand Sicherheit ist. Und das Paradox ist, je besser du im Funktionieren wirst, desto weniger Menschen merken, dass du gerade etwas brauchst. Du wirkst stabil. Also lassen sie dich. Du wirkst kompetent. Also erwarten sie, dass du es regelst. Du wirkst ruhig. Also glaubt niemand, dass es in dir laut ist.
Und hier kommt die unbequemste Wahrheit. Manchmal ist, ich brauche niemanden, nur die höfliche Form von, ich glaube nicht, dass jemand wirklich bleibt, wenn ich ihn brauche. Das ist hart, aber es erklärt so viel. Und jetzt kommen wir zur Stelle, an der viele Gen Xer schlucken, weil sie plötzlich merken, das Muster war nie Stolz. Es war ein Vertrag. Ein innerer Vertrag, den du als Kind unterschrieben hast. Und in der nächsten Szene zeige ich dir diesen Vertrag. Kapitel 6: Der unsichtbare Vertrag. Der Vertrag klingt ungefähr so: Wenn ich nichts brauche, kann mich niemand enttäuschen. Wenn ich alles allein mache, kann mich niemand kontrollieren. Wenn ich niemandem zur Last falle, werde ich nicht abgelehnt. Das ist genial und traurig. Und es funktioniert. Eine Zeit lang, bis das Leben größer wird. Kinder, Pflege der Eltern, Job, Krisen, Gesundheit. Irgendwann kommt ein Moment, da reicht Plan C nicht mehr. Da ist das Problem nicht zu lösen. Da braucht man Menschen. Und genau da wird's gefährlich. Nicht, weil du dann schwach bist, sondern weil dein altes System anfängt zu kämpfen. Du willst Hilfe, aber dein Körper zieht sich zusammen. Du willst Nähe, aber du wirst plötzlich kalt oder genervt. Du willst sagen, ich kann nicht mehr. Aber stattdessen sagst du, alles gut. Und wenn du das oft machst, passiert etwas. Du wirst innerlich härter. Nicht, weil du böse bist, sondern weil du erschöpft bist. Und hier kommt der nächste Twist. Viele Gen Xer sind nicht emotionslos. Sie sind emotional übertrainiert. Sie haben gelernt, Gefühle zu tragen, ohne sie zu zeigen. Das Problem ist nur, was du nicht zeigst, kann niemand halten. Und jetzt gehen wir zur Kulmination. Zum Moment, in dem du verstehst, warum das alles so schwer zu ändern ist. Und was du trotzdem tun kannst, ohne dich zu verraten. Kulmination. Der Moment, in dem du Hilfe als Kind verloren hast. Es gibt oft einen ganz bestimmten Augenblick. Nicht immer spektakulär. Manchmal klein, aber im Kopf groß. Du bist ein Kind, du brauchst etwas, du fragst. Und du bekommst eine Reaktion, die sich wie Ablehnung anfühlt. Vielleicht ein Blick, vielleicht ein Spruch, vielleicht ein Lachen, vielleicht dieses Gefühl, oh nein, jetzt bin ich zu viel. Und dein Gehirn macht etwas, das extrem klug ist. Es reduziert Risiko. Es denkt, okay, dann frage ich nicht mehr. Dann löse ich es allein. Dann verliere ich dieses Gefühl nicht nochmal. Das ist kein Drama, das ist Anpassung. Und genau deshalb fühlt sich um Hilfe bitten heute nicht neutral an. Es ist nicht nur eine Frage, es ist ein Wiedersehen mit einem alten Gefühl. Du bist plötzlich wieder 8, mit dem Schlüssel um den Hals, mit dem Wunsch, dass jemand sagt, komm her, ich bin da. Und jetzt stell dir vor, du bist heute erwachsen und du entscheidest dich, etwas Neues zu tun. Nicht groß, nicht theatralisch, nur ein Satz. Kannst du mir kurz helfen? Kannst du kurz zuhören? Kannst du für 10 Minuten da sein? Und das Verrückte ist, in dem Moment passiert etwas, was dein altes System nicht erwartet. Vielleicht sagt jemand, ja. Vielleicht sagt jemand, natürlich. Vielleicht sagt jemand, danke, dass du es sagst. Und plötzlich merkst du, die Welt bricht nicht zusammen, wenn du brauchst. Du wirst nicht weniger wert, wenn du fragst. Du wirst menschlich. Und genau hier liegt die Klarheit. Unabhängigkeit ist eine Stärke. Aber wenn Unabhängigkeit bedeutet, dass du nie empfangen darfst, dann ist es keine Stärke mehr. Dann ist es ein Käfig. Und jetzt kommt die Auflösung, wie du diesen Käfig öffnest, ohne dich lächerlich zu fühlen. Auflösung. 3 praktische Schritte, die Gen X wirklich machen kann. Erstens, bitte nicht um Hilfe. Bitte um eine konkrete Sache. Nicht, kannst du mir helfen? Das klingt im Kopf riesig. Sondern, kannst du mir 10 Minuten geben? Kannst du kurz mitdenken? Kannst du mir das einmal gegenchecken? Dein Nervensystem mag klare Grenzen. Konkretheit macht es sicher. Zweitens, sag, was du brauchst, bevor du kollabierst. Viele Gen Xer bitten erst, wenn es brennt. Und dann fühlt es sich wie Versagen an. Wenn du früher fragst, fühlt es sich nicht wie ich bin am Ende an, sondern wie ich steuere. Und drittens, übe Empfang ohne Gegenleistung. Das ist der schwerste Teil, weil dein Kopf sofort sagt, ich muss es zurückzahlen. Aber Nähe ist kein Konto. Gute Beziehungen sind nicht, du schuldest. Gute Beziehungen sind, du darfst. Du kannst klein anfangen. Ein Kompliment annehmen, ohne es wegzulachen. Eine Einladung annehmen, ohne dich zu rechtfertigen.
Ein Danke sagen, ohne sofort etwas zurückzugeben, das ist nicht weich, das ist reif. Und hier ist der Satz, den viele Gen Xer brauchen. Du bist nicht weniger kompetent, wenn du um Hilfe bittest. Du bist nur nicht mehr allein. Fazit: Warum das alles wichtig ist. Wenn du Gen X bist, dann ist deine Stärke oft echt. Du kannst Krisen, du kannst Verantwortung, du kannst leise Loyalität. Aber du musst nicht beweisen, dass du alles alleine tragen kannst, um wertvoll zu sein. Vielleicht ist die mutigste Form von Stärke für Gen X heute, nicht noch mehr auszuhalten, sondern jemanden reinzulassen, bevor du zerbrichst. Und jetzt eine Frage an dich. Bist du Gen X? Und wenn ja, was fällt dir schwerer? Um Hilfe bitten? Oder überhaupt zuzugeben, dass du sie brauchst? Schreib es in die Kommentare. Und wenn du willst, dass ich als nächstes die Psychologie von Millennials oder Gen Z genauso ehrlich erkläre, schreib einfach Millennials oder Gen Z. Denn je besser wir einander verstehen, desto weniger kämpfen wir gegen Schatten und desto mehr sehen wir, was wirklich dahinter steckt. Und hier ist eine letzte Zeile, die du dir merken kannst. Eine Zeile zum Weiterleiten. Stärke ist nicht alles allein zu tragen. Stärke ist, jemanden reinzulassen, bevor du zerbrichst.